1 kilo? How much you want? How much? 2 you want? Oh je, Olga versucht in dem Laden gerade Reis zu kaufen. Und es sieht so aus, als wenn sie auf erste Verständigungsschwierigkeiten stoßen würde. Aber ja, doch. Sieht gut aus. Ja, es sieht gut aus. Okay, wir sind in China. Ja, der Grenzübergang von Vietnam aus hat ja, ganz okay geklappt. War ziemlich modern alles, also wir mussten Fotos von uns machen lassen und Fingerabdrücke. Das Ganze drum und dran. Und dann gab es irgendwie noch Probleme mit meinem Iran-Visum und Usbekistan-Visum. Das hat denen irgendwie nicht so richtig gefallen. Mussten wir ein bisschen warten. Aber im Endeffekt haben wir natürlich dann unsere Stempel bekommen und durften mit unseren Fahrrädern dann nach China reinfahren. Es wurden noch ein paar von unseren Taschen gescannt. Nicht alle, das war ein bisschen durcheinander. Ja, ansonsten nichts Wildes passiert. Also sie haben weder unsere Bilder überprüft, noch unsere Festplatten, noch irgendwelche Software oder sowas auf unseren Telefonen installiert. All die Gruselgeschichten, die man dann online liest, das ist alles nicht passiert. Von daher ja, war das eigentlich ziemlich gut. Haben es geschafft, sind in China. Jetzt geht es Richtung Norden. Erste Station, erste größere Station, erstes großes Ziel ist Kunming. Das sind ungefähr 400 Kilometer von hier. Das erste richtig krasse, was auffällt, ist, dass hier an der Straße überall Kameras sind. Es sind richtig viele Kameras. Bestimmt also mindestens jeden Kilometer oder sowas. Hier vorne wieder. Das ist so ein Apparat mit irgendwie 2, 3, 4 Kameras in alle Richtungen. Irgendwie noch so ein Lautsprecher oder womöglich irgendwie ein Mikrofon. Man mag sich das irgendwie gar nicht vorstellen, wie irgendwo in China irgend so eine fette Zentrale ist, wo irgendwelche Leute irgendwie Zugriff auf all diese Kameras haben und alles und jeden irgendwie genau beobachten können. Kein Plan. Das ist ziemlich abgefahren. Also so viele Kameras habe ich lange nicht gesehen. Wir sind direkt ja am Roten Fluss. Da sieht man jetzt nicht hinter den Bäumen und direkt auf der anderen Seite, also 100 Meter weiter, ist halt Vietnam. Vielleicht deswegen. Mal gucken. Ansonsten ist es eigentlich bis jetzt relativ ähnlich zu dem, was wir in Vietnam gesehen haben, würde ich so sagen. So landschaftlich hat sich jetzt nicht so viel geändert. Gut, die Schriftzeichen sehen ein bisschen anders aus. Die Menschen zum Teil, aber zum Teil sehen sie doch auch ziemlich ähnlich aus. Ich denke, das wird sich ändern, wenn wir ja weiter ins Landesinnere kommen. Da werden die Leute dann anders aussehen, auf jeden Fall. Tja, ansonsten mal gucken. Die Straßen sind gut. Die Straßen sind hervorragend. Also wir sind jetzt auf so einer kleinen Hauptstraße irgendwie. Wenig Verkehr, super gut geteert. Läuft. Wir machen eine kleine Pause. Ein paar Sonnenblumenkerne. Und ich habe gerade ein Bild gepostet auf Instagram. Dieses hier, dass wir in China angekommen sind. Und das Witzige ist, ich habe das mit meiner vietnamesischen SIM-Karte noch gemacht, weil ja, wir sind nach wie vor am Roten Fluss. Da hinten, weiß ich nicht, sieht man es, nee. Aber da auf der anderen Seite ist halt ja, nach wie vor Vietnam. Und witzigerweise funktioniert meine SIM-Karte hier noch. Wir haben uns eigentlich die letzten Tage schon
VPN und so weiter runtergeladen, alles vorbereitet und ja, jetzt sind wir in China drin und können witzigerweise noch die SIM-Karte benutzen. Aber ja, wir fahren noch irgendwie 5 Kilometer oder so, glaube ich, an der Grenze. Dann verlassen wir die, dann funktioniert das auch nicht mehr. Aber ja, jetzt hat das noch geklappt. Super, echt witzig. Das in China. Hier über uns ist jetzt die neue Straße. Die Autobahn quasi. Da dürfen wir mit unseren Fahrrädern nicht fahren. Wollen wir aber, glaube ich, eigentlich auch gar nicht unbedingt. Weil hier unten die Straße, die ist ja ziemlich leer. Echt wenig Verkehr und auch super asphaltiert. Die ganze Zeit am Fluss entlang. Mit einem Blick auf Vietnam. Ja, ziemlich nett. Gut, ja, irgendeine kleine Stadt, in der wir hier jetzt gerade sind. Da hinten ist auch noch irgendwie ein bisschen Markt. Da gucken wir noch mal, vielleicht gibt es da noch ein bisschen Obst und Gemüse. Da gibt es jetzt aber Reis. Oh je, Olga versucht in dem Laden gerade Reis zu kaufen. Und es sieht so aus, als wenn sie auf erste Verständigungsschwierigkeiten stoßen würde. Aber ja, doch. Sieht gut aus. Ja, es sieht gut aus. Ich glaube, es ist mehr als 1 Kilo geworden. Ich guck mir das, glaube ich, mal an. Das ist 5 Kilo. Wieso denn 5 Kilo? 1 Kilo? 5 Kilo Reis oder nicht? Das wollen wir nicht. Nimm mal hier das da raus, dann nehmen wir hier die zweite Tüte. Dann kippen wir das da rein. Wie funktioniert denn das Ding hier? Keine Ich weiß Ahnung. nicht, da hat er irgendwie so 5 Kilo Teil drauf. Das war. Vielleicht Übersetzer? Vielleicht schreiben, übersetzen. Wir kriegen das nicht hin. Ich will das hier bei ihm kaufen. Das kann doch nicht so schwierig Ich habe sein. das jetzt schon bei ihm gekauft. Wieso hast du das denn jetzt bei ihm gekauft? Ja, weil irgendwie, ich habe versucht, ihm die ganze Zeit zu erklären, dass ich nur Zähne will, damit er mir Kleingeld gibt. Ich versuche ihm für Zähne zu sagen, dass ich das haben will. Jetzt hast du das schon bei ihm gekauft. Ja, ich dachte, wenn er mir das Kleingeld gibt, ich zeige ihm, dass ich für 10 Dinge das Preis haben will, wenn er nicht versteht, wie viel Kilo ich habe. Yo, Mister, we want this one, okay? This one. 他们走路啊，他们不一样啊。他快进来有这个时间，有一边快有多少？ ก็จะเอาที่ทิ้ง Jetzt will er langsam alles da rein. Ich weiß es nicht. Reis gekauft. War ein Abenteuer. Er wollte mich überhaupt nicht verstehen, dass ich nur 1 Kilo brauche. Er wollte auch nicht verstehen, dass ich, wenn er nicht in Kilo verkauft, das nur für 10 Yuan das haben will. Er hatte seine eigene Maße und das war, glaube ich, 5 Kilo. Und das ist aber echt uns zu schwer zu fahren. Sehr gut. Ich glaube, wenn wir hier reinfahren, kommen wir nochmal zum Markt. Da gibt es noch Obst und Gemüse. Am Anfang hat er mir ausgerechnet, wie viel ich für meinen 100er bekomme. So wie ich das verstanden habe. Dass er mir jetzt gleich 40 Kilo Reis haben muss. Ah ja. Ni hao. How much 1 kilo?
1 kilo? How much yuan? How much? 2 yuan? Oh, 2? 5? Das kann nicht 20 sein. Kilo 15, 2 Euro. So, schon ein bisschen was. So. Wollen wir nicht noch eine schöne Melone essen? Jetzt, ja. Ja, eine kleine. Ja. 10 Kilo wiegt die. Was? Die kleine? Was? 10 Kilo? 30, das ist ja schon ein bisschen was. Das sind ja 4 Euro. Hä, so eine. Aber wieso wiegt die denn 10 Kilo? So eine kleine? Hä, das stimmt doch irgendwas nicht, oder? Das Ding wiegt doch keine 10 Kilo. 10 Kilo Wassermelone ist echt schon groß. Das ist keine 10 Kilo Wassermelone. 10 Kilo, das sind 10 Liter quasi. 10 Liter Flaschen Wasser, wenn du so willst. War auf seinem Ding 10 stand. Mach's mal weiter, gucken, was noch kommt. Ah, so eine Süße hat er da noch. Hat er eine Wassermelone. Ja. Was soll ich ihm denn fragen? Ist das 1 Kilo oder was? Ja, ist doch kein Kilo. Kilogramm? No. No Kilogramm. Different. Ich checke mal Gemüse. Ja. Ja, check da mal die Gemüse. Ja, mal gucken, was der Chinakohl in China kostet. Hä? Uff. Ja. Which food is the cheapest? Ah, 谢谢。谢谢。Okay. Und? Was bekommen? Kostet 6 Dinge. Für einen. Ja, so ein groß. Ah, das ist aber, ja, das ist ein ganz schön großer. Quasi für das ganze Paket habe ich jetzt 15 bezahlt. 2 Euro für den Sack. Ja. Jetzt 1 Yuan. Also, okay, wir haben doch noch auch eine Wassermelone gefunden und wir haben das Rätsel, glaube ich, gelöst. Also Kommunikation ist schwierig, aber es funktioniert irgendwie. Bei dem ersten Stand sollte das dann irgendwie 3 kosten pro vermeintlichem Kilo. Aber irgendwie waren das dann auf einmal 10 vermeintliche Kilo. Und irgendwie war die Wassermelone nicht so groß. Und irgendwie dachten wir, was ist jetzt denn los? Dann haben wir die nicht gekauft. Aber dann haben wir jetzt noch bei einem anderen Stand nochmal geguckt. Und da sollten das 2 Yuan pro Maßeinheit sein, sage ich mal. Und sie hatte da eine Kilowaage und das waren ungefähr 2,2 Kilogramm. Und ich musste 9 Yuan bezahlen. Und das bedeutet, dass ihre Maßeinheit quasi 4,5 sein muss.
wenn das 2 pro Maßeinheit sind. Und 2,2 Kilogramm mal 2 sind ungefähr 4,5. Und das bedeutet wiederum, die rechnen hier in Pfund. Pfund ist die Maßeinheit, also ein halbes Kilogramm. Das heißt, die erste Melone, die hat auch nicht 10 Kilogramm gewogen, sondern 10 Pfund. Also, nee, nicht. Oh, jetzt bin ich selber schon durcheinander. Doch, 10 Pfund. Und das sind 5 Kilogramm. Genau. Aber wie dem auch sei, nichtsdestotrotz, es ist teuer. Teurer. Absolut. Es ist definitiv teurer als die Länder, in denen wir davor waren. Und jetzt war das irgendein kleines Dorf, irgendeine kleine Stadt oder sowas. Ich glaube, wir werden noch gut mit den Ohren schlackern, wenn wir in Kunming oder in Chengdu oder in Peking auf dem Markt stehen werden. Da werden, glaube ich, noch mal ganz, ganz andere Preise sein. Du gibst erstmal eine Melone. Und Ja, jetzt Deine- können wir uns nur so kleine Melonen leisten. deine ersten Eindrücke von China? Von China. Verrückt! Und teuer. Gerade ein nettes Auto vorbeigefahren und die haben ein Sixpack Bier rausgesteckt. Das haben wir gesagt, sagen wir nicht nein. Sie haben uns gerade ein Lightbier geschenkt. Ganz toll zum Feierabend. Dali? Dali. Dali V6. Ja, geil, oder? Ein Sixpack Bier. Also das ist sehr, sehr lange her, dass wir mal auf der Straße ein Sixpack Bier geschenkt bekommen haben. Wenn die überhaupt. Wenn überhaupt, ne? Wenn das nicht sogar jetzt gerade eine Premiere ist hier in China. Geil. Auf jeden Fall nicht, würde ich sagen. Nee, auf jeden. 2 Flaschen, 2 Dosen. Einfach hier angehalten, der Typ. Ja, hallo gesagt und uns das Bier hingehalten. Geil, oder? Wow. Sauber, geil. Es Erster ist sogar Tag. kalt. Geil. Woo! Okay, läuft ein bisschen anders als geplant. Ist jetzt schon 20 vor 8. Wir sind 106 Kilometer gefahren. Ja, wir haben keinen Platz gefunden, keinen ordentlichen Platz. Und jetzt sind wir in der nächsten Stadt gelandet. Olga kauft gerade noch was Leckeres ein, ein bisschen Motivationssnacks. Und ja, dann geht es gleich weiter. Aus der Stadt wieder raus. Also ist nicht allzu groß, ist eine Kleinstadt. Und ja, dann hoffen wir, dass wir irgendwie schnell was finden, damit wir was Gutes essen können, unser Bier trinken können, unser Zelt aufbauen können, unsere erste Nacht in China verbringen können. Kriegen wir hin. Ja, was gibt es gefunden? Chips, Erdnüsse, süß und salzig und Oreo. Als Hilfepaket. Willst du was gleich? Von Sehr Chips gut. gleich? Ja. Warum nicht? No Plastic. Findet sie witzig. Tja, was soll man dazu sagen? Wir sind gestern bis Mitternacht gefahren. Bis der Mond irgendwann uns die Straße gezeigt hat. Nee, so schlimm war das nicht, aber wir sind auf jeden Fall hinter dieser Stadt noch gut Stückchen gefahren und die Straße wurde schlechter und es wurde auch dunkel. Aber zum Glück haben wir diese Mango-Bananenplantage gefunden und konnten unser Zelt hier aufschlagen und dann das geschenkte Bier trinken und das Abendessen machen. Und das Bier hat alles wieder gut gemacht, würde ich sagen.